Ford Transit, in unserem Fall ein Custom Nugget. Und in dem Fahrzeug haben wir bereits schon die Lautsprecher ausgetauscht, eine Türdämmung vorgenommen und haben uns eine sehr, sehr gute Basis, was den Klang betrifft, geschaffen. Und für alle, die jetzt auch während der Fahrt mit den ganzen Fahrgeräuschen einen guten, schön klingenden Bass haben möchte, dem haben wir heute die Lösung. In unserem Fall heißt die Lösung Option Drive 7.6 UA. Wir reden von diesem mini kleinen, schnuckligen und extrem flachen Aktiv-Subwoofer. Der hat einen eingebauten Verstärker mit 100 Watt RMS-Leistung und die Membran, man sieht sie leicht durchs Gitter, das ist eine 19 cm Durchmesser Membran mit einem extrem flachen Subwoofer. Und durch das, dass das ein Aluminium-Druckgussgehäuse ist, das ist extrem stabil gebaut, kann der Woofer tatsächlich in so einem kleinen Gehäuse arbeiten und macht echt einen guten Job. Und wir adaptieren diesen Subwoofer mit einem für den Ford Transit beziehungsweise auch für andere Fords vorgefertigten Kabelbaum, weil wir haben diesen Kabelbaum so vorgefertigt, dass es mit den originalen Anschlusssteckern vom Autoradio quasi einfach nur zwischen rein adaptiert wird und wir den Sound für den Subwoofer aus dem Sound der vorderen Lautsprecher nur abgreifen und das Ganze, wie man einbaut im Fahrzeug, zeigen wir euch natürlich in diesem Video. Wir haben für euch, für den Transit Custom Nugget, das System schon so fertig vorkonfektioniert und als Komplettset zusammengefasst, samt Klettband, samt Signalverlängerungskabel und Ader-Endhülsen für die komplette Installation. Im Woofer-Lieferumfang liegt natürlich auch eine Pegelfernbedienung mit dabei, wer die installieren möchte. Deswegen alles so zusammengefasst zu einem Artikel, den ihr direkt so bestellen könnt. Aber ich werde euch während dem Einbau noch ein paar Hinweise geben, weil das ist natürlich nicht nur ausschließlich für den Ford Transit Custom Nugget, sondern eigentlich entspricht das fast jedem Transit. Wenn ihr die Lautsprecher bereits getauscht habt, habt ihr auch bereits unser Remover Tool oder auch das Torx Schraubendreher Set im Lieferumfang gehabt, könnt also damit jetzt auch arbeiten. Und das Autoradio, also das Display und das Autoradio muss hier entfernt werden oder halt zumindest mal rausgebaut werden. Und dazu können wir da hinten drin einen Deckel entfernen, der nur mit einem Schraubenzieher angelupft wird und dann nach oben 3 Schrauben freigibt. Das Display können wir jetzt aushängen und hier hinten auch abstecken. Und zwar auch hier drinnen diesen beigefarbenen Kompaktstecker hier entriegeln und nach oben rausziehen. Darunter verbergen sich jetzt 2 25er Torx-Schrauben, die wir ebenfalls lösen. Die ganze Verkleidung ist jetzt von hinten nur noch geklippt und das können wir mit unserem Remover-Tool entsprechend außenrum alles lösen und dann zum Schluss auch die Stecker hinten dran alle abstecken. Hier unten sehen wir bereits die Radioeinheit, an die wir ran müssen. Da ist aber jetzt noch dieses Kunststoffteil davor, das lösen wir mit 4 Schrauben. Und zum Schluss ist das Autoradio an sich auch nochmal drunter mit 2 Schrauben befestigt und die können wir jetzt alle mal wegmachen. Damit wir bei der Installation das ganze Handling noch besser haben, können wir diesen Einsatz hier oben auch wegmachen, indem man hier ein bisschen drückt. Da kommt gleich so ein Spalt, kann man unten reinfahren und diese Einheit entsprechend rausklippen und auf die Seite legen. Beim Ford Transit habt ihr hier vorne diese Kuhle und da könnt ihr jetzt mal überlegen, was dahin kommt. Also, ich würde diesen Subwoofer hierher montieren, weil der da dran überhaupt am wenigsten problemvollen oder nutzbaren Platz wegnimmt. Das heißt, auch hier ist er schön in der Fahrgastzelle drin, kann den Bass hier schön verbreiten. Und bei unserem Nugget hier sind unter den Sitzen 4 Batterien verbaut, so dass wir unter den Sitzen überhaupt gar nichts einbauen können. Die Alternative ist vielleicht noch zwischen dem Sitz den Subwoofer hier einzubauen, aber ich denke, diese Variante hier vorne ist eigentlich ganz charmant.
Man kann das jetzt hier so hinmachen und man könnte sogar noch den ganzen Teppich hier mit drüber legen, dass der eigentlich optisch schon komplett verschwindet. Das könnt ihr daheim machen, wie ihr möchtet. Vielleicht hat auch nicht jeder so einen Teppich drin liegen oder jemand einen anderen Teppich drin. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass wir hier zwischen dem Autoradio, Anschluss, eine Verbindung legen müssen bis zum Subwoofer runter. Und das machen wir ja jetzt zusammen und dafür haben wir unseren speziellen Kabelkit, den wir jetzt zusammen einbauen. Unser Kabelbaum besteht aus der Adaption zum Autoradio und uns einfach zwischen die ganzen Kabel einzudocken, ohne dass wir irgendwelche Kabel anschneiden müssen, irgendwas drauf adaptieren müssen, sondern wir machen das mit einem Plug-and-Play-Kabelkit. Der nimmt uns das Signal von den vorderen Lautsprechern und gibt es hier über diesen Anschluss aus, den wir jetzt dann auch gleich verlängern und eben auch bis runter zum Subwoofer legen, wo der Stecker dann auch wiederum passt. Wir haben als Stromversorgung speziell bei diesen neuen Versionen vom 7G mit diesem Anschlussstecker ist es wie bei VW, nennt sich das Power Quad-Lock. Da ist das Plus und das Minus fällt relativ kräftig aus, vom Anschluss vom Fahrzeug aus schon. Das heißt, wir können uns hier den Strom für diesen Subwoofer auch direkt dort abzapfen und wir müssen gar nirgendwo Strom auf die Batterie legen oder auf den Sicherungskasten irgendwas legen, sondern wir haben hier bereits für euch den Anschluss von dem Plus und Minus so vorbereitet, dass ihr das auch ab hier nur noch bis zum Subwoofer verlegen müsst. Das Kabel ist jetzt hier 2,5 Meter lang bei unserem Standard Plug-and-Play-Kabelbaum für diese Variante, so dass ihr auch, wenn ihr den Subwoofer woanders hin montieren möchtet, weil bei euch zum Beispiel unter dem Beifahrersitz keine 2 Batterien sind und auch noch Platz dafür ist, den Subwoofer lieber gleich ganz verschwinden lassen möchtet, habt ihr zumindest hier stromtechnisch gleich das passende Kabel von der Länge her. Und wenn wir den Subwoofer hier unten installieren, müssen wir das Kabel halt ein bisschen kürzen. Das ist aber besser, als ein Kabel irgendwie verlängern zu müssen. Deswegen ist es hier gleich 2,5 Meter lang und ihr seid damit flexibel. Für unsere Anwendung können wir jetzt das Kabel dementsprechend gleich kürzen. Wir verlegen das Kabel von hier oben hier an der Seite runter und kommen da unten raus und können an der Stelle auch das Kabel schon abtrennen. Und zwar macht ihr das alles, ohne dass ihr den Anschluss bereits einsteckt. Weil sobald ihr den Anschluss hier ansteckt, habt ihr hier auch natürlich Plus und Minus 12 Volt drauf. Und wenn ihr hier umeinander handelt, habt ihr vielleicht einen Kurzschluss drauf und die Sicherung vom Board fliegt gleich raus. Dann müsst ihr die wechseln, könnt ihr euch alles sparen. Erst diese Verbindung einbringen, wenn alles andere verlegt ist und auch angeschlossen ist. Wer seinen Kabelbaum schön machen möchte und nicht nur solche Kabel irgendwo hinten drin verlegen möchte, kann natürlich sich ein Textilklebeband mit dazu bestellen. Gibt es bei uns im Webshop. Habt ihr natürlich unten einen Link im Videobeschreibungstext. Und man kann jetzt dieses Kabel schön einbinden, damit es auch richtig fachmännisch ausschaut. Die Ader-Endhülsen, die im Set mit dabei liegen, könnt ihr natürlich jetzt auch gleich drauf quetschen. Beziehungsweise wer so eine nette Quetschzange nicht hat, kann das auch direkt im Terminal am Subwoofer machen und die Ader-Endhülse erst aufstecken und dann mit der Schraube reindrehen. Hauptsache, die Adern an sich werden dort dann gequetscht. Für diesen einzelnen Abgriff, der das Signal vom Frontlautsprechersystem abgreift, haben wir hier ein spezielles Verlängerungskabel, damit wir jetzt eben von hier oben das Kabel bis runterlegen können. Und jetzt haben wir, ihr seht schon, ein Signalkabel und ein Pluskabel. Damit ist der ganze Subwoofer mit allem versorgt, was wir brauchen. Wer möchte, kann natürlich auch die Kabelfernbedienung mit anstecken. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass ihr euch das fast sparen könnt. Der Subwoofer wird auf Maximum eingestellt. Der spielt super hervorragend dann mit dem ganzen Frontlautsprecher zusammen. Aber wer die Pegelfernbedienung mit verwenden möchte, weil er einfach justieren möchte, während der Fahrt nur den Subwoofer laut und leise machen, kann das natürlich tun und sich einen Platz für diese Kabelfernbedienung suchen, wo man das eben machen kann. Für unseren Fall lassen wir das jetzt tatsächlich gleich weg und ziehen jetzt die Kabel von hier oben nach unten durch, damit wir da an der richtigen Stelle sind. Damit wir das Kabel ordentlich durchlegen können, machen wir hier eine Schraube auf, dann wird das hier ein bisschen lockerer
Und wir können das Handschuhfach entsprechend aushängen, indem man das rechts oben reinzieht und links oben. Und dann kann man das ganze Handschuhfach auch umklappen. Jetzt fangen wir mal mit der unteren Schraube an. Deckel entfernen und ebenfalls die Torx-Schraube entfernen. Und jetzt Handschuhfach rausnehmen. Hier ein bisschen zusammendrücken. Schaut ihr mal, das geht dann auch so relativ leicht schon raus. Da entriegeln sich da hinten zwei so kleine Widerhaken. Und jetzt kann man hier durchgreifen und hier, ihr seht schon, wo ich bin mit dem Finger, können wir das Kabel von oben nach unten durchziehen. In dem Fall Strom- und Signalkabel. Können wir hier einbringen. So, einmal daher. Die Kabel, die können wir jetzt erstmal hier so liegen lassen. Die werden wir gleich verstauen. Und jetzt können wir unsere Kabel hier unter dieser Strebe hier unten durchziehen, damit hier nichts im Bereich des Handschuhfachs verläuft, sondern daneben. Jetzt können wir hier hinten durchreichen und das Kabel auch ganz unten rausziehen. Ihr seht das hier schon. Und das gleiche machen wir mit dem Stromkabel. So, und können auch das Handschuhfach bereits wieder einhängen. Also ihr seht schon, es läuft relativ entspannt. Und jetzt machen wir mal den Teppich ein bisschen auf die Seite. So, und das ist jetzt ein bisschen lose und wir können das Kabel jetzt ganz gemütlich hier hinten durchziehen und nach vorne legen. So, seht ihr das? So, und jetzt sind wir eigentlich schon bei der Installation und Festmachen des Subwoofers angelangt. Jetzt können wir die Stromversorgung schon anschließen. Rot, also unser Plus, gehört auf die Batterie und das Minus, das Schwarze, gehört auf Ground mit angeschlossen. Und jetzt einmal noch Schrauben zumachen. Und der Anschlussstecker hier, der passt hier bei dem High Level In einfach dran und kann hier angesteckt werden. Anschlusstechnisch sind wir mit der Endstufe bzw. mit dem Aktiv-Subwoofer jetzt schon fertig. Und jetzt müssen wir die Kabel dementsprechend nach zurückschieben, je nachdem, wo wir den Subwoofer jetzt platzieren. Für alle, die keinen Teppich drin haben, die haben ja jetzt praktisch die Befestigung auf diesem dämmmatten Kunststoff. Und das könnt ihr jetzt in mehreren verschiedenen Varianten machen, je nachdem, wie es euch beliebt. Ich könnte euch jetzt einmal vorschlagen, das im Set beiliegende Klettband dort unterzubringen und das mal einfach unten drunter festzumachen. Und natürlich das Gegenstück, also das jetzt mal hier richtig festreiben. Und das Gegenstück dann natürlich auf die Endstufe anzubringen und dann ist es mit dem Klettband fest. Und ihr könnt jetzt die Kabel entsprechend hier an der Seite noch verstauen, dass die ein bisschen mehr anliegen und weg sind. Ihr könnt es auch noch mit einem Isolierband noch fester zumachen, damit es nicht so auffällt. Ihr könnt natürlich die Endstufe auch andersrum einbauen, dass es von der Beifahrerseite nicht sichtbar ist. Dafür natürlich dann auf der Fahrerseite. Aber das lässt sich an der Stelle auch nicht vermeiden, wenn man so einen Aktivwoofer reinmacht an der Stelle. Aber es ist trotzdem meine Empfehlung, weil der passt natürlich auch durch diese Mulde hier hinten perfekt genau hier rein und stört einfach nicht. Ihr könnt hier vorbeilaufen und es passiert nichts. Ihr habt genügend Platz. Und ich würde jetzt erstmal so diese Variante euch zeigen mit diesem Klett, also was heißt zeigen, so wie es jetzt ist. Oder ihr nehmt die Krallen, die beim Subwoofer mit dabei sind, die kann man von hier hinten dran montieren. Dann habt ihr hier solche Haltelaschen und die könnte man natürlich dann auch, wer das möchte, mit einer Schraube hier drinne in diesem dicken, festen Schaumdämmmaterial unterbringen und reinschrauben. Dann würde diese Endstufe oder der Subwoofer ebenfalls sehr gut fixiert hier sein. Ich möchte euch hier einfach den Spielraum lassen, weil das sieht jeder ein bisschen anders, ob er da ein Loch in dem Teppich oder in dem Fußteil haben möchte oder nicht.
Ich finde die Klettbandgeschichte an für sich eine gute Lösung, aber den Spielraum lasse ich euch ja. Und wer möchte, kann natürlich jetzt seinen Teppich hier so drauflegen, das Ganze nochmal so ein bisschen zusammen machen und dann ist es eigentlich nicht so wirklich schlimm von der Optik her und ihr habt jetzt einfach mal mehr Bass. Ob ihr das jetzt unterhalb oder auf den Teppich machen wollt, das ist euch überlassen. Wir kümmern uns jetzt um die Anschlussweise am Autoradio. Unseren verlegten Kabelbaum, den stecken wir jetzt direkt am Autoradio. Den können wir hier abstecken, den Stecker. Und hier ist der mit so einem Pin verriegelt, den könnt ihr hier wegmachen. Ein bisschen auf die Seite, weil da stecken wir jetzt unseren neuen Stecker an und können den alten Fahrzeugstecker wieder mit dem Anschlussstecker von unserem Kabelbaum zusammen verbinden. Damit ist jetzt quasi alles schon erledigt, außer dass wir das Kabel jetzt noch ein bisschen verstauen müssen. Da ist aber links vom Autoradio Jesusmäßig viel Platz. Also Jesusmäßig, ihr kennt den Ausdruck vielleicht nicht, aber bei uns im Allgäu, da kennt man sowas. Und wir können jetzt das Kabel hier unten drin und da verstauen. Und wir können jetzt auch wieder alles zusammenbauen und unser Display wieder drauf machen und die Verblendung drauf machen. Und das war es eigentlich schon. Ich alte Diva. Ihr könnt natürlich den Subwoofer auch in der anderen Richtung unterbringen. Dann kommt er zwar ein bisschen mehr in den Fußraum rein, aber die ganze Kabellage sieht man natürlich in dieser Variante gar nicht mehr. Aber irgendwie bietet es sich halt so an, weil diese Auswölbung hier drin exakt zu unserem Subwoofer passt. Also nach wie vor, auch das überlasse ich euch. Um die Grundeinstellungen am Subwoofer vorzunehmen, nehmt ihr euch ein schönes Lied, wo ihr gern hört, wo auch ein guter Bass drin ist und dreht das mal so auf ungefähr 25, 26 auf. So sollte euer Lautsprechersystem auch problemlos laufen. Und den Gain-Regler, das ist der Regler ganz links, das ist die Empfindlichkeitsanpassung, das ist das, was ihr später als Pegel vom Subwoofer wahrnehmt und dreht dann den Subwoofer so weit auf, bis ihr sagt, bis hierher spielt er sauber, schön, satt und passt auch zum Soundgeschehen und könnt praktisch das zu eurem Frontsystem akustisch optimal anpassen, was die Lautstärke betrifft. Das wird dann so zwischen 3/4 und ganz aufdrehen tatsächlich sein, aber auch das könnt ihr für euch selber entscheiden und anhören. Der zweite Regler ist der ganz links, das ist der Low-Pass-Regler, ob der Subwoofer ungefähr bis 130 Hertz spielen soll oder nur bis 50 Hertz. Und das ist jetzt echt krass, weil ihr bei solchen Subwoofern mit der Eigenresonanz vom Fahrzeug eigentlich den Woofer immer sehr niedrig einstellen könnt und er wird immer noch richtig Pegel machen und dabei auch sehr sauber klingen. Wenn ihr den Filter ganz rechts Anschlag macht, dann werdet ihr wahrnehmen, dass der Woofer auch ein bisschen, der wird zwar vielleicht ein bisschen lauter, aber auch fängt ein bisschen mehr zum Dröhnen an und klingt vielleicht eher unangenehm. Also dreht den hier gern einfach ein Stückchen zurück und probiert es für euch aus. Ansonsten haben wir den dritten Regler, der hier in der Mitte, das ist der Bass Boost. Der macht bei einer Frequenz um die 40 Hertz rum einen extremen Peak rein. Wer das möchte, kann das machen. Empfiehlt sich dann vielleicht, wenn man oft leise Musik hört, aber trotzdem mehr Bassfundament haben mag. Aber wenn man den Pegel am Bassboost zu sehr reindreht, klingt es eher ziemlich matschig. Also ich würde fast sagen, ihr probiert das alles mal aus, aber dann habe ich jedem diese Regler mal erklärt, was ihr daran zu erwarten habt. Und ihr könnt daran rumspielen, bis es für euch perfekt passt. 2 Druckschalter haben wir auch noch. Und zwar den linken, wenn man hier drauf guckt, ist für das automatische Anschalten der Endstufe, wenn es erkennt, die Musik vom Autoradio spielt. Also schalte ich auch an. Der hat eine automatische Erkennung drin und ihr braucht hier kein separates Remote mehr legen. Das heißt, wir haben ja auch nur Masse und Plus verlegt, kein Einschalt-Plus, weil die Endstufe das eben selber macht. Aber ihr müsst diesen Dip-Schalter auf On stellen, damit dieses Autosense auch funktioniert. Also damit die Endstufe überhaupt mal anschaltet. Der Schalter rechts daneben ist der Phasenschalter und der ist auch ziemlich wichtig, weil wenn die Phase, ich erkläre das jetzt mal in ganz einfachen Worten, von meinem Subwoofer verkehrt rumläuft wie zu den Tieftönern in der Türe,
dann löscht sich quasi auch der Bass aus. Er klingt total dünn. Wenn die Phase richtig ist, also alle Woofer einmal in den Raum drücken, dann spüre ich auf einmal auch mehr Bass. Und das macht die Phase, weil ihr eben bei manchen Radioeinstellungen und von Radioverhalten eventuell eine Phasendrehung drin habt. Und wir drehen die dann einfach mal um 180 Grad mit diesem Dip-Schalter hin oder her. Und ihr hört euch einfach an, wo macht mein Soundsystem oder mein Subwoofer im Gesamten mehr Bass und wo macht es weniger. Und ihr dippt es natürlich so, dass es mehr Bass macht. Ist ja logisch, oder? So Leute, dann machen wir einen kurzen Soundcheck. Und vielleicht vorab nochmal, damit ihr euer Klangergebnis auch im Vorfeld besser einschätzen könnt, ob das was für euch ist oder nicht. Der Subwoofer, der ist cool für das, wie groß er ist. Aber das ist keine Disco-Boombox. Ja? Also es kommt jetzt hier nicht der Boom rein und dass der Rückspiegel wackelt, wie bei anderen Lösungen, die wir auch anbieten. Das ist eine Lösung, die quasi den schönen, sauberen, satten Bass für dein Frontsystem schön untenrum ergänzt und das Ganze volumiger klingt und gerade auch bei leise Lautstärken, dass da einfach mehr Fundament da ist, was den Bass betrifft. Also ich glaube, ich habe es halbwegs gut beschrieben. Ich denke, die meisten wird es auch so ansprechen, weil das ganze Front-Lautsprechersystem jetzt extrem rund klingt und man vermisst jetzt erstmal nichts. Natürlich kann immer mehr Bass da sein, ist schon logisch. Aber dafür haben wir doch andere Lösungen. Das ist eine Lösung, die ist echt kostengünstig, extrem schnell einzubauen. Und wir hören jetzt mal rein, was der Subwoofer macht, sofern ihr das daheim am PC oder wo auch immer ihr das gerade anhört, am Handy, mal nachvollziehen könnt. Das klopft und pumpt halt jetzt einfach ganz anders als vorher die normalen Lautsprecher, auch wenn wir die ausgetauscht haben und schon bessere Türdämmung drin haben und auch schon mehr Power haben wie die Originallautsprecher. Jetzt wird das Ganze nochmal einfach runder. Ich kann jetzt keinen anderen Begriff dazu finden, aber das ist genau das, um was es sich jetzt handelt. Sicherlich habt ihr schon mal ausprobiert, wenn ihr im Stand Musik hört, oh ja, eigentlich ist das doch alles ganz cool, der Bass ist lässig und kaum fahrt ihr los, der Motor ist an, es kommen ein paar Fahrgeräusche dazu, auf einmal denkst du dir, fuck, wo ist der ganze Bass hin? Und genau dieser Moment macht der Subwoofer wett. Jetzt habt ihr auch während der Fahrt dieses schöne, wohlige Gefühl, ohne dass es extrem aufdringlich klingt vom Bassbereich. So, jetzt habe ich euch genug erzählt, was ihr euch erwarten dürft oder was auch nicht. Und wie es eingebaut wird, habe ich euch ja jetzt auch gezeigt. Was bleibt jetzt noch übrig? Eine schöne Verabschiedung. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Video, weil wir haben noch eine Lösung für dieses Fahrzeug. Was heißt für das nächste Video? Wahrscheinlich gibt es dieses Video schon, wenn ihr dieses Video überhaupt schon anschaut. Also schaut einfach mal auf unserem Kanal nach Ford Transit 7G und da werdet ihr all diese Lösungen sehen und lasst euch überraschen, was in diesem Video noch zu sehen ist, weil da wird es dann ein bisschen high-endiger. Bis bald, euer Olli.